Van je al in bulletins gekeken had, ik wonder wer al die noem voor deze boodschap je leest en werd wonder je dacht, wat zal dit nog geven van jou? Is dit nog zo donderen, krachen en lichten en blitzen en wat allemaal hier veren? Maar ik hoop dat wordt niet zo tot zijn. Maar wel wie eerst, als we in Gods woord kijken, wel wie eerst aan top neigen zum Gebet. Gott, wir danken dir für diesen Scheinmarien, wo du uns geschenkt hast. Dankeschön für Ja's, Dankeschön für Tiden, wo wir können uns abbieten in dein Wort und in der Mad von deinen Menschen. Wir freuen uns von dir und deinen Segen. Wir freuen uns, dass die mich stark mit klar reden kann, dass dein Wort mich zu verstehen sein, dass die das mich haben. Ich freue mich, dass die mich haben zu sehen tun, dass die können den Weg haben hier in unserem Mad. In Jesu Namen. Amen. Die Zorn Gottes, Gott sein Zorn, das Euer von Gott. Ich weiß nicht, und was erst wer denkt von wie es uns dort hier. Als klein wir, dann wird fertig gesagt, na, aber Billy, pass ab. Die Dollar Plitz, was die vielleicht nehmen. Ich weiß nicht, wo fertig dort, was die gesagt wurden, aber ich hatte das einmal gehört. Pass ab, die Plitz, die Dollar Plitz. Ja, van werd naar angst. Nou, wat wordt die Plitz? Ik dacht, die weer een goud. Wat worden die Plitzen doen? Ik weet niet, als die Ken Davis, einmal gehört haben, hij is een christelijke comedian, die gleich spußen te vertalen. En, maar hij heeft ook eerste dingen, hij vertelt van dat leid, pas op, kleine jongen, wat die zit. En, einmal kriegt eins die Menschen die Idee, dass Gott, die kijkt rauf, en die vergeten van het woord dat hij kijkt rauf en live, te zijn wat die Kinder schaffen. Aber die hören bloß, dass Gott kijkt rauf. En weet es von einer Bieten erst so ram geht und eine Pass ab dich wie ein Hüst und auf einmal ist so ein Klampen hier und du kommst diese kleine Dinge, diese kleine Tiere in der Rüt, was eine Weile hier nicht in Hüst haben, eine der schwindet dort mehr, der Eimse. Und einmal glauben Menschen, das wo Gott drauf kijkt. Oh, du hast Isaac, wat aardig gedaan. Du hast Billy, wat aardig gedaan. Ich will Gott zijn Zorn nicht zu nichts merken. Ich will das auch nicht sein, dass es nicht du ist. Das Gott sein Wort ist klar. Die Zorn Gottes, das klammt ab, oder das kommt taub, bei den letzten Tag, wo das wirklich was richtig gut worden. Aber doch, wenn wir an Jesus glauben, dann ist Gott sein Zorn für uns all richtig gut. Dann ist es nicht mehr auf uns boven. Dann hat er das betont, das genommen. Das sind Jahre träge. Dann wird in Kalifornien ein großes Erdbeben. Wir ein sehr großes Erdbeben. Und das wird so hoch, dass das sind viele so eine große Brücken, wo ein vor den Menschen einweicht. Dan op de tweede stak aan die brug voor de mensen in de onderweg. En die aardbeving was zo groot dat we taub geklopt, maar we keine Fort am Weg. Niet een man weer te dood gekomen. En er kwamen een groep predikers en leiders van de kerk in taub en die hadden een meeting over dit, te vragen, wat had God met dit te doen? Op een van de meeting, zij entsloten zich dat dit had niets met God te doen. Dat wir bloß, was passiert in der Welt? Dinge passieren bloß in der Natur. Und als die erst einig wären, dass das wir, dann fangen sie an zu beten und dann danken sie Gott. Na, danke schön Gott, dass die das hast, Luten passieren, die Zeit, wo keine Fortjede wären. Und dann die Prediger, wo die beten, die dann hier, was ist als gebet haben, und dann sagt er, okay Mensch, wie machen die uns nach einem Meeting haben? Wenn wir sagen, Gott hat nichts mit das zu tun, dann würden wir am danken, dass es dann passiert, wo kein Mensch wird zu Tode kommen. Das ist klar, Gott hat seine Hände dabei. Dinge passieren, aber das ist nicht so, dass Gott so steht, weit nicht am. Das ist nicht so, in der Zeit, wo der Prophet Isaias, was er den Baupropheten unterhalten, der sagt, den Gott, der schlaft. Uns Gott schlaft nicht. Der ist immer wakker, der passt immer ab in live. Aber hier sind zwei Extreme. Einige Menschen glauben, der kickt immer, und der Moment, wo einer was schlecht hat, Trouble.
En de andere zei, no, God past niet op. Die heeft niet ram. Als Jesus mit seinen Jüngern durch Ram ging, dann wie ein Mann, der blind war. Und die Jünger frühen am, ist der blind, wegen der Sinn haben, oder ist der blind, wegen seine Eltern gesündigt haben? Jesus sagt, nicht ein von euch. Das für Gott seine Herrlichkeit zu wiesen. Du denkst, als er blind. Dat hij kon hem heilen. Dat hij kon Wunder doen. En dan vraagt hij de Jünger ook nog, glaubst du, als das, wat er voor een Turm zijn, wat is omgevalt en mensen zijn door de dood gekomen, dan vraagt hij, wat glaubst du, deze hand mij gesündigt als de andere? Is dat waarom dat op eind abfallen, dat du denkst, aan de dood gekomen? No, wir nicht dort. Von wie da worden. Dan einmal da haben wir auf einmal Kraft, dort zu tun, wo wir heute noch lang so tun in life. Und wir haben das nicht getan, dann auf einmal, wo wir im Bett da und dann tun wir dort, was wir sollen tun. Und ich denke an Kinder abtragen und Kinder belehren. Wenn ich das nicht vorste non go, das erste Mal, was ich dort sei, was ich tun, wenn ich dort sitze, was ich tun, dann auf einmal, wenn ich das nicht vorste, dann war ich da. Dan moet ik met mezelf behandelen, eigenlijk gewoon met handelen. Wanneer je dat voortsteht, dan kan je dat ganze leven. En ik heb nog niet geoord over dat. Dat is niet wat het schrijft. Dat is niet zoals God wacht, wat hij op eenmaal wat de kracht heeft en de moed heeft, de naam te gaan. Heeft niets met dat te doen. Maar God is geduldig. In de laatste paar jaar als familie, we zijn veel en voortig geweest en hebben veel audiobooks gehoord. Und CDs und eine Bibel auf CD, Menschen, die den Abschnacken und die lesen. Wir haben viel so eine Bibel gehört. Und das ist eine Geschichte von der Swiss Family Robinson. Und ein Ding, was mir sehr selten geblieben von der Geschichte. Der ein Jung, er holt in Euer über ein Tier, weil er tot merken. Und der Vater sagt, Jung, das sind dann, was dein Feind getan hat, das sind dann, wer dein Feind ist. Die es nicht einmal in euer gehen gehen. Die holt nicht einmal in euer Eid. Von das Feld zu holen, das macht es erst, dass die nicht vor Stall sind. Aber dort ist nicht einmal von die Dalbas. Nicht mal zu den Feind. Naja, von Brüder und Schwestern sich im Bett da waren, dann, wenn sie nicht da wären, dann würden sie keinmal ein anderer Eid holen über den anderen, nicht? Dann würden sie viel leichter können behandeln, was passieren, wenn sie nicht da würden sein. Wo ist das mit uns? In Johannes 3, Vers 18, das sagt, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Der wird an Jesus glaubt, der ist nicht verdammt. Aber der wird nicht glaubt, der ist nie all verdammt. Deswegen er glaubt nicht an den Namen Jesus, den einzigen Sohn Gott. Der ist nie all. Die Verdammnis ist nie all an den Menschen an. Das ist nicht, dass ein Tag, wo es noch kommt, das ist all an der Person. Von wie so denken, in Jesaja, Kapitel 53, das redet davon, wie ging dann alle Raum in unser erreichtes Leben, wie ging der Raum, wie wir da all bin. Dat fehlt het eerst, wenn wir uns zurücknehmen. Du bist wie. Johannes 3, 36 sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das redet davon, wie hand dort all. Das fängt nie all an, wenn wir das nie an glauben, wie hand das nie all. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Der wird es nicht mehr sein. Der wird nicht an Jesus glauben. Der wird es nicht mehr sein. Sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Dat geeft ons een beeld dat de Zorn Gottes is al. Dat du al every persoon boven, die persoon wat niet Jezus heeft aangenomen, dat Zorn Gottes, dat du al op die persoon boven. En dat blijft door, zolang de mens niet wat Jezus aanneemt. So we geloven, ik hoop dat dit wordt te verstaan zijn. En ik hoop, je komt met mij met. God steht nicht durch
en post op wat we einmal worden wat aardig doen, zum Schwinn doen en iets holen, iets oja. En hij is ook niet zo'n God wat niet aanjaagt. Hij post op, hij kijkt rauf en live. Dat hij en onze man is, du wings als du schutz. Du wings als du live en vergeven, mank ons. Wings God als mank ons. Wenn wir den Geschichte von Hiob kijken, was passiert? Alles wat brug passieren is Gott die bloß zijn Schutz du im Bett wegnehmen. Und dann kämen all diese Dinge ab am Nab in zijn Leben nein. Gott durft bloß zijn Hand zu Fuß. Und dann kämen die Dinge rauf. In 2. Timotheus 3, Vers 1 fängt es in Vers, wo wir lesen. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, rühmredig, hoffärtig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott. Eine lange Liste Dinge von diesen Menschen, nicht? Die gleichen sich selbst, die haben ein Leben für sich selbst. Na, wir wissen ja aber, dass Jesus hat selbst gesagt, wir machen den nächsten Leben so, wie wir uns selbst leben, nicht? Aber das redet nicht von den nächsten Leben, die haben abgehört bloß durch bei sich selbst leben. Die haben nicht zum nächsten, zum Ewigen, die Leben bleibt bei sich. Die wollen so viel für sich selbst, sie sind stolz, die reden gegen Gott. Und einer würde so denken, all diese große Sinn, was wir so groß nennen, dann warum erst dann noch der Sinn, gehorsam zu Eltern? Das ist hier ein kleines Ding, das passiert so leicht, so fair. Warum ist dort noch hier so abgenannt? Ich hatte ein Teil eben gedacht, und ein Ding ist, von wie unsere Eltern nicht gehorsam sind, die Zeit, was die unsere Autorität sind in uns Leben, wir lernen, eine sehr schlechte Weise zu handeln mit der Autorität, was Gott uns gibt in uns Leben. Wenn wir unsere Eltern nicht gehorsam sind, Gott gibt uns eine viel strengere Autorität. Oder ein Wirt bei der Arbeit. Oder in der Regierung. Was uns viel strenger wird man behandeln, wenn wir unsere Eltern nicht gehorsam sind. Und es dort und so wieder und so wieder. Und wenn wir keinem lernen, gehorsam zu sein, wo können wir dann noch sagen, dass wir wollen Gott gehorsam sein? Und ich glaube, dass das vielleicht noch viel mehr als dort. Wir können so viel in Gott sein Wort lesen über verschiedene Tiden, wo Gott sein Euer oder sein Zorn ist eingegangen. Wir denken, das erste Ding, was ich gedacht wie die Zeit von Noah. Wo der bloß Sinn wir, bloß Sinn, der ganze wir ganz voll Sinn in gegen Gott. Und wir wissen, was dort passiert. Oder Sodom und Gomorra. Wir wissen, was dort passieren wird. Der Sinn, der war so rieb und so voll, dass Gott muss einfach was tun damit. Und wenn wir in 10 Menschen gewasst, die sich nicht unter Sinn ewig haben, dann würde es nicht passiert sein. Und eine ganze Stadt, und nicht nur 10 Menschen dabei zu finden, die an Gott glauben und Gott gehorsam werden. Und das ist meist nicht zu glauben. Diese Weg dann vertalt mir ein Freund, ich vertalt mir, der hat auch ein bisschen so eine feine Haircut, ist was ich habe. Und so eine Art Haar. Und bei der Arbeit, wie erst, wenn er angekommen und ich sage, so, ich wollte keinem mal nähren, über die eine cool Cup, was die hast. Ich wollte keinem mal was Schlechtes über die in den cool Cup reden. Und ich fragte, na, das ist fein, aber warum? Und dann sagt, na, ich habe diese Werk in 2. Könige gelesen, wo diese Kinder, die spotten sich über Elias. Und wo er dann ein Fluchen deed an das große Bohren durch von der Welt rauskam und schlugen die Kinder alle out. Die hatten geflucht und gespart über seinen Kohlkopf. Er sagt, ich wollte keinem mehr das tun. Wir denken an Gott sein Zorn und euer Idioten von Elia. Na, ich wollte nicht
Englisch proben zu even sagen, ich würde bloß lesen. Elia antwortete den Hauptmann über 50 und sprach zu ihm, bin ich ein Mann Gottes? So falle Feuer von Himmel und fresse dich und deine 50. Da fiel Feuer von Himmel und fraß ihn und seine 50. Wir denken daran, dass der Rauf bloß und Gott schickt 4 von Himmel und dann werden die 4 fort. Ich weiß nicht, was ich denke, wenn ich an Gott sein Zorn denke, dann denke ich an 4 von Himmel kommen und brennen alles ab, was da wird kommen. Ich glaube, Jesus seine Jünger dachten krank und diese Geschichte, dass die einmal mit Jesus und war nach Jerusalem wären. Und als die in manche Samariter wären, und die sollen durch eine Stadt fingen, wo sie können so entweder sich verreven oder wo sie können vielleicht was essen. Und als die gingen, und die Menschen sagten, no, ihr kann hier nicht. Und kann in Lukas Kapitel 9, Vers 52 und du wieder lesen, aber ich würde bloß vertalen. Ihr könnt es selbst nur sein, wo das krank geschrieben ist. Und die sagten, no, ihr kann hier nicht. Und dann kommen diese 2 Jünger, Jakobus und Johannes, die sagten, Herr, weißt du dort, dass wir sollen auch 4 von Himmel absprechen, dass die wollen auch alles verbrannt worden, so Elias steht? Und Jesus sagt, wisset ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Und andere wird, weißt ihr nicht, was von Jesus die hier haben? Weißt ihr nicht, was mit jemand anderes ist, dass die beide Fuß und so denken, dass die waren Fuß so. Die sagen, nee, einmal, die haben eine Gelegenheit gehört und die sagen, nee, so, nicht Fuß, verdammt. Weißt ihr nicht, was von ein Geist, was von Jesus die hier so mal getroffen? Well, ich will sagen, dass ich glaube nicht, dass Gott sein Zorn ist bloß dort, wo das 4 von Himmel raufkommt, wo das blitzt und wo das donnert und wo all so eine Dinge passieren. Ich glaube, Gott sein Zorn, das viel leichter zu sein, als all dort. Wenn wir in Römer drehen, Römer Kapitel 1, von Vers 16, hier wo ich was lesen. Von Vers 16 wird es eng von dem Kapitel. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Er schämt sich nicht für Gott sein Wort. Das ist dann eine Frau. Schämen wir uns für Gott sein Wort? Sehr bereit. Ich muss tauschen, ich weiß, es sind Zeiten, wo ich eine Gelegenheit gehört und Gott klappt an und ich sehe nicht, was ich heute sollte in dem Moment. Aber ich bin auch Gott dankbar. Das ist auch so eine Zeit gewesen, wo Gott klappt an und ich sehe, was Gott will haben. Und einmal sind ich nicht eingeworden, es ist nicht eingeworden, was passiert ist, und einmal wird einer an, der Mensch hat sich gut bekehrt. Oder vielleicht haben wir krank in dem Moment die Gelegenheit, den Menschen zu Jesus zu leiten. Der nächste Vers sagt, sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Wir sollen das nicht bloß hören, wir sollen das aber auch leben. Wenn wir dort hören, was von Jesus, die Botschaft von Jesus, das soll nicht bloß bei hier und hier und hier bleiben, das soll auch bei der Hang und bei der Fight. Jakobus sagt, wies mir den Glauben und deine Worten, ich würde dort mit meine Worten wiesen. Wies mir den Glauben und Worten, ich würde mit meine Worten wiesen. Es ist nicht, dass die Worten dort der Glauben ist, aber das ist die Ticken davon. Und dann hier in Vers 18 fängt es an, wo er das erklären wird, ich glaube, wo sein Zorn ich gegangen ist, von der schon da auf dieser Welt. Das sagt, den Gottes Zorn von Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Sie das sagt, dass die hören die Wahrheit, die wissen dort. Die wissen die Wahrheit. Aber die holen dort,
mit Ungerechtigkeit, mit einem schlechten Gewissen, mit einem schlechten Verstand, die holen die Wahrheit. Und was tun sie damit? Vers 19 sagt, denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Gott hat ihn dort offenbart. Das ist nicht, dass dort so geheim ist. Ich meine, wir kennen von alles sein von der Natur, wo Gott schafft und wo wunderbar er ist. Ich weiß, dass als Darius ein kleiner Junge wird, dann holt wir eine Lesson in seiner Show, wo wir können Gott erklären, dass du in Dreieinigkeit Gott wir. Und er sagt, nimm bloß erst ein Kreuz und dort mit das Kind von der Erde reden, dann wissen wir, dass dort eine Kreuz steht, das hat 3 Bieter. Das hat die Warteln, das hat die Stange, und dann hat es nach erstens Blätter oder was immer. Aber alles taub, das eine Kreuz steht. Und so ist es mit Gott. Das ist bloß ein Gott, aber er beweist sich in Gott der Führer, Gott der Sehen und Gott den Heiligen Geist. Und im Reich von der Kreuz kann einer nach Gott seine Hand sein, von der Dreieinigkeit. Und wo wunderbar das ist, und alles, was Gott geschaffen hat. Und so sind viele Dinge nach das dort. Und es ist ganz klar, von einer dort sitzt, wo ein Mensch schafft, dass erst wer hat das ich gedacht. Das ist ganz klar. Und der wird haft, das ist Gott. Wenn einer kann nicht bloß nicht hier so sein und so hier, das ist einmal ein Baum gewast, und dann wie einmal ein großer Sturm, blitzten, wie windig, und dann auf einmal ist der Sturm ewig, wie hier wie so ein Pool ist, das schmeckt. Krack, perfekt gemerkt. Aber dort für Menschen, aber wir glauben, so sind Menschen hier gekommen. Bloß auf einmal wieder nicht, und dann der wird ab, und die sind die Menschen. Es ist ganz klar von der Natur zu sein, dass erst wir haben alle ich gedacht. Und das hat Gott. Vers 20, damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also, dass sie keine Entschuldigung haben. Keine Entschuldigung. Nicht zum Vergeben. Das ist ganz klar. Verstehen kann wir dort, sein kann wir dort, das ist ganz klar. Nicht zum Vergeben. So, das erste Ding ist, die wissen die Wahrheit, aber, und dann hier in Vers 21 sagte, dieweil sie wüssten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott nach ihm gedankt, sondern sind in ihren Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Sie, das fängt an mit nicht dankbar sein. Nicht dankbar sein. Die wissen die Wahrheit, aber wir nicht dankbar. In der ersten Stub, als Gott gab und Eva, zu ein Hort, was verfinstert wird, was düster wird. Von einer so denkt, von der Ferne Licht aus, oder einer kann fern sein, dann schaffen einen seine Augen, kann einer alles sein, wo dran ein ist, kann einer sein, wo die Trappen sind und alles, das kann einer dann begreifen. Aber von der Düster ist, wenn das soll hier ganz stark düster sein, und ich würde sagen, hier so raufkommen, von ich krack abpassen, das wird sehr leicht sein, ich würde bloß hier handvoll. Von einem sein Hort düster wird, dann kann nicht mehr wirklich Dinge daneben kommen, wo du würdest sagen. Das ist düster. Das ist begrenzt. Wenn du dann denkst, das sind Menschen, die glauben nicht an Jesus, und die sind viel klüger im Kopf als ich sind, aber das ist alles düster geworden. Dass sie die Wahrheit nicht wirklich verstehen können. Und du willst glauben, sie sind reich in diese Dinge, was sie tun. Vers 22 sagt, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. So, das kommt nach wenigstens der hohe Wahrheit hier ban, die wir nicht dankbar, die waren eher hart düster, und sie sehen, die wir ein Glück, aber die sind sie Narren. Nur. Und das ist ein interessanter Thema auch zu studieren über verschiedene Sorten Narren, was es gibt auf der Welt. Es sind wenigstens 5 Stück, was es gibt.
Warum auch das war wie nicht von der oder nein gehen. Das ist ein Husenstich, sorry. Vers 23 sagt, und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der Verfüßigen und der kriechenden Tiere. Gott wird für immer erst, die haben dort gemerkt, dass von er wird es ein Tier sein oder ein Vogel. Oder erst wird menschlich, was so begrenzt ist. Und so steht da sie den anbeten. Und der verstand und hört, dass nie weniger geworden. Ich weiß nicht, wie das so anders sein, aber dort als weniger geworden ist, wird es schwer. Ich weiß einmal, was ich mit einer Person, wo er sagt, dass ich kein Gott ist, ich von so einer Dinge, ist das vertalt mit ihm. Er sagt, oh, so die glaubst, die bist viel klüger und viel weiser und viel mehr als ich. Und ich sagte, no, ich sagte, die hast mich missverstanden. Die hast die Fähigkeit, ich glaube, viel klüger zu sein, als was ich sein. Aber die hast die selbst begrenzt. Mit was die Wurst kann sein, die hast die selbst begrenzt, die kostet die mal so sein. Wenn sie nicht was Jesus annehmen. Wenn die anders annehmen, dann wird diese Dinge worden aufgehen und dann hast du meine Fähigkeit, dass die Wurst kann. Viel mehr sein, als was ich. Ich sage, das ist nicht, dass ich glaube, ich bin mehr. Das, was immer ich habe, was mehr ist, das ist bloß, was Jesus an mir geschaffen hat. Nicht mich. Und das ist, was zu der Person passiert. Die wollen weniger, als was die würden kennen sein. Die Fähigkeit, was sie würden gehört haben, das wird begrenzt, das wird weniger. Die Fähigkeit in ihrem Verstand, in ihrem, was sie tun, das ist weniger. Vers 24, darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihre Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Liebe, ich kann nicht von dir, zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst. Das sagt hier, dass Gott greift wieder ab. Es ist das erste, wo Gott seinen Hand zurücknimmt. Die fangen an, einstauben oder andere wieder von ihm. Und Gott ist höflich. Er wird unsere Entscheidungen, die wir machen, er wird uns respektieren, die Entscheidungen, die wir treffen. Heißt nicht so, Gott, dass die Moslems haben, die bematten die Mats dort und die Mats und die Mats und die Mats und Druck geben, was ich dort ist, bin jetzt. Na, ich will nicht, aber ich tue schließlich. No, Gott ist höflich. Wenn die was entscheiden, das zu tun, er wird proben, die zu bereden, dass die nicht was. Aber er lässt schließlich zu, wir können wählen, was wir wollen. Wir können wählen, dass wir wollen gegen umgehen. Wenn wir gegen umgehen, schließlich hat er dann uns ewig ans ihnen weh. Und dort meint, dass sein Hand kommt dann trägt. In Vers 25, sie, dass die Gottes Wahrheit haben, verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfer mehr denn dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Die haben die Wahrheit verdreht, dass alles bloß Lehne sind. Die Wahrheit verdrehen. Und dann steht Gott anbeten, der Schöpfer, was alles geschaffen hat, dann beten die Kreaturen an, die Tiere, die Dinge, die menschlich sind. Das können Geld sein, das können Lust sein. Diese Welt, das sind so viele Dinge. Besonders für den Tag, das sagt, das sind so viele Wege von Leben, die kostet nicht bloß sein, dass Leben manche Städten ist dort beschrieben. Das kostet in so viele verschiedene Wege sein, was Leben ist. Aber die meisten, die sagen wirklich, oder die würden so sagen, das ist wirklich, das ist Lust, das Fleisch ist Lust, was das ist. Das ist nicht Leben, aber die verdrehen dort die Wahrheit und sagen so, das kostet auch Leben an. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die verdrehen dort. Vers 26 sagt, darum hat sie auch Gott dahingegeben in schändliche Lüste, denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen.
Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es dann sein sollte, an sich selbst empfangen. Das Krieg wird in unserer Welt von der schon auch passiert, nicht? Und das wird euer. Das wird nicht weniger, das wird nicht leichter, das wird euer und schlechter. Die Dinge, die passieren, und die Menschen, die sagen, die sind das nicht geboren, und sie sagen, die können es nicht halten, und das ist ganz okay, das ist ganz natürlich, das ist ganz reich. Und die sagen, das einzelne Menschen brauchen reich Gott und sagen, Gott hat uns einfach das nicht gemerkt. Aber das ist ganz klar von Gott sein Wort, das ist nicht das angefangen. Das fängt an, das könnte Wahrheit sein, aber das wäre nicht dankbar. Und dann fangen die an, dass die beste Dinge anfangen, wenn die zu tun, die fangen an, die Tieren anzubeten, und Gott fängt ab. Die die Wahrheit verdrehen mit Fleet, zu Längnis, für was immer Dinge, die ihre Lust sein, zu leben, was immer das wir, und das rechte Dinge nahen, was das nicht wir, und Gott fängt wieder ab. Aber schließlich, was die auch noch, was hier kam, so ich würde das auch vielleicht tauschen, dass das vielleicht eine Person, und die hat wirklich vielleicht kein Mal dort sich gewählt, dass er will mit einem Mond sein. Ich würde tauschen, vielleicht hat er kein Mal wirklich persönlich die Entscheidung das dort gemerkt. Aber das andere hat er gemerkt, und wenn sie diese andere Entscheidungen getroffen hat, Gott hat ihn ewig gegeben, zu verstehen, was nicht mehr so weit riechen kann. Denn wir sagen uns mal, dann riecht es nicht so weit. Na, das ist auch die Wahrheit. Der hat sich selbst begrenzt. Und er lebt in der Sinnbahn, und die kann nicht anders. Und Gott nimmt seinen Schutz wieder auf. Das vierte, das sagt, und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkennten, hat sie Gott auch dahin gegeben, in verkehrten Sinn zu tun, was nicht taugt. Wirklich, die haben Gott von ihren Gedanken ganz durchriet. Die haben Gott durchriet. Gott ist nicht in ihr Verstand nicht mehr. Und Gott gibt dann Eva den düsteren Verstand. So das geht von einem Stück wieder rauf und wieder rauf. Und das ist schuld. Da haben ihre Gewissen verbrannt. Paulus sagt, pass auf, das will nicht an sie Gewissen worden versengen oder verbrennen. Pass auf, das muss wir abpassen. Vers 29 sagt, vor alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, Geizes, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverachter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, schädlicher, den Eltern ungehorsam. Und hier ist wahrer, der Eltern ungehorsam. Und sie, das ist auch der andere Seite von der selben Wahrheit. Wie seien so eine Dinge, das Männer, was sich mit Männern befreien oder was immer, und Frühes mit Frühes, wir sagen, oh, das ist so ein großes Ding. Und das ist auch. Aber dann, von der ersten kommt der Eltern gehorsam, oh, aber das ist ja normal, das passiert immer. Das ist immer, das ist das wirklich ein Sinn, oh, nein, ich weiß nicht, die Bibel sagt, aber das ist auch ein Sinn. Das ist auch arg. Aber wir kicken da eben, no, das ist nicht so ein großes. Aber Paulus schriftet hier, dass das ist auch noch ein Zeichen von einem Verstand, was das die Sinn ewig gibt. Unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches tun, des Todes würdig sind, und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Das ist nicht bloß, dass die sich selbst das wollen tun, die proben andere Menschen zu bereden, die sagen, dass sie auch nicht wollen, das auch noch tun. In unserer Welt, das als meist kriegt du, dass das gegen gesagt, und vielleicht hast du das auch, vielleicht hast du das nicht reich verstanden, aber das als meist kriegt du, dass von einem Reich bloß so sagt, ich kann das annehmen, dass die lebst es dort, ich kann das annehmen, die lebst es dort, und ich will nicht die verdammen, aber ich kann das auch nicht unterstützen, was die ist. Dass dort als all je nicht, dass der Reich kein Kinge wegzunehmen von so einer Eltern, was sonst das dort sein.
Die sagen, ich will die live wiesen, ich will die Proben halten, ich will die keinem was Schlechtes gegen die sein, aber ich will die bloß nicht ungestatten und sagen, so, nie leben wieder ist das. Und das ist all, je nicht, das soll artig sein. Und das ist schuld. Und ich würde sagen können, so, ich weiß die lebsten Sinn, und dann von dem Alkohol aus, oder von den Drugs aus, und sagen, so, ich weiß, die hast Trouble mit Alkohol. Und ich will die Person, ich will die nicht verdammen, aber ich will die live wiesen, ich will die sein halten, von den Alkoholproblemen loszukommen. Na, das ist ja ganz klar, das wird fehlen sein, nicht? Und warum braucht der Mensch verdammt, der all dort lebt? Der weiß all, dass er verdammt ist. Der weiß all, dass er Probleme hat. Der weiß, dass er kann selbst nicht durch. Der braucht nicht gesagt, in den Rauf gerannt und schlechte Dinge über den gesagt. Aber von der ersten anderen Sinn, von der ersten zu so einer Hurerei kommt und so eine Dinge ist dort, und du sollst die nächste Jäger sein. Du kannst dir nicht nur sagen, ich werde die Proben der Rüte halten. Das ist dann auch schlecht. Und das wird uns am jedem Gas. Van ik wieder Arbeit wel een beetje naar heute vertaal aanvangen, dan dat alles wat ik brug zijn is bloos, ja, zin wo ik niet tolereren, maar ik word een mens wo ik vergeven en dan wo ik probeer te houden, aber die zin, dat kan ik bloos niet ondersteunen. En dan als du een 4. En dan weet nou ja, das ist vielleicht ein viel besserer Weg, damit zu handeln. Das ist nicht, dass einer braucht, der fühlt die Jäger an und der hört sein, aber bloß sagen, ich liebe die und Gott kann dich halten, da rauszukommen. Menschen gleichen das nicht. Ich glaube, wir können von dieser Schrift das sagen, Gott sein Zorn ist nicht bloß, wo der Blitz und so eine Dinge ist dort, no. Und ich sehe, ich habe keine verstehte Arbeit. Aber Gott sein Zorn kommt bloß von seinen Hand zu Fuß nimmt. Das alles, was der Brück passiert, Gott braucht nicht den Blitz raufschicken. Er braucht bloß den Schutz zu Fuß. Und dann kommt das alles. Du wirst einmal eine Geschichte von einem Haarschneider. Und du wirst ein Christen bist, er lässt sich den Haar aufschneiden. Und diese Person, die den Haar aufschneidet, die vertalt du und sagt, ich glaube bloß nicht an Gott. Je kijkt zurück und kijkt all diese schlechte Dinge. Gott soll ein Gott sein von Leib und er weiß alles und hat alle Kraft und all diese Dinge passieren. Ich glaube bloß nicht, dass er einen Gott gibt. Und das Christ ist nicht sehr gut mit Beten und er fängt an zu beten und die Frau, was soll ich dann sein? Gott, was soll ich zu diesem Mensch sein? Ich muss erst was sein hier. Das fehlt was zu sein. Und dann geht ein Mensch vorbei das Fenster mit willen langen hohen Schweinchen, lange willen Bord. Alle Schweinchen sind nicht sehr schlecht. Ich rede nicht davon, dass ein Wort schlecht ist, bloß das Mensch hat empfangen, alles Schweinchen und sagt bloß, es sei schlecht. Und dann sagt das Mensch, das Christ, er sagt, weißt du was, ich glaube nicht an Haarschneider. Der Haarschneider sagt, na, ich sage dir so noch. Na, aber kick, wenn du ein Haarschneider wirst, was so fern kann Haar schneiden, und Haar Schmack merken lassen, und Bord ist dort so Schmack beschneiden, oder so Schmack lassen, kick mal, du hast da ganz klar, na, der Mensch nur, das gibt kein so ein Mensch. Und er sagt, ich sage hier, ich stehe hier rein, von der bloß würde mir kommen, ich würde das all Fan merken für den. Der kriegt so erst dort mit Gott. Er hat nicht ruhig und bemerkt den Menschen, dass die Matten am kommen. Aber er steht da rein, mit Leib zu ihr hängen und sagt, kommt. Und die wird kommen, die wollen gehalten worden. Aber die wird nicht worden. Die sagen all du würdet. Das wir all lesen, in Johannes 3, Vers 38, dort. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. In Epheser 2, Vers 17, Epheser 2, Vers 12 sagte, dass ihr zur selben Zeit waret ohne Christum, Fremden außer der Bürgerschaft Israels und Fremden Testamenten der Verheißung. Daher ihr keine Hoffnung hattet und waret ohne Gott in der Welt. Ohne Gott in der Welt. Ohne Hoffnung. Ohne Gott. Und das ist, was es ist, Gott seinen Zorn zu erfahren. Ohne zu sein, nie all. Ohne Hoffnung, nie all. Und ich will schließen mit dieser Frau. Von wie an den Himmel denken. Und das habe ich nicht Christen auch gefragt.
die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ich hatte dich auch gefragt, von dir an den Himmel denkst, was denkst du, was du sein? Und viele sagen, na, Freunde, Personen, die gestorben sind und all so eine wunderbare Dinge. Und ich sage, ja, das sind vielleicht alle gute Dinge. Aber das beste Ding, was im Himmel wird sein, ist dort, was die nie allmals kann. Dort ist eine Person und dort ist Gott. Und dort ist, der beste Port, was im Himmel sein. Und wenn die nie nicht was Gott kann, warum würde die dort dann im Himmel wird Gott sein? Dann ist der Himmel nicht für die. Denkst die was muss nicht von Gott. Bei uns Hauptneigen zum Gebet. Gott, wie Frauen, muss sie ans Hort aufmerken, deine Wahrheit zu sein, in der Natur, in den Wort. Gott, habt die uns, dass wir dort können sein, dass Jesus, nahm den Zorn für unsere Sinn. Nahm den Preis, wo wir keinem würden haben können betun. Habt die uns so zu verstehen. Habt die uns, Gott, bitte, dass wir können das sein. Gott, dass wenn wir die nicht annehmen, dann sagen wir nie all unter den Zorn. Das ist nicht, dass es ein Tag nach wird kommen, das ist nie all. Habt die uns, Jesus, dass wir würden immer dankbar bleiben. Dass wir würden immer uns Hort und uns Verstand aufmerken zu dem Wort. Nicht zu den Lehren auf der Welt, aber zu dem Wort. Habt die uns, Gott, dass wir möchten dankbar sein und dass die annehmen, dass die best. Nicht, dass wir glauben, eins mal, was die best. Habt die uns, dass wir können in der Wahrheit leben. Wir danken dir, Gott, dass die Zorn der Brücke nicht auf uns eingegangen sind. Wir danken dir für deine Leib, für deine Vergebung und für die Hoffnung in deinem Namen. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön.